Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Collectors Video mit dem Queens of Europe Update Mega Multipack mit dem Topps, den vierten und bisher noch nicht in der Kollektion vertretenen europäischen Clubwettbewerb, die UEFA Women's Champions League zur UEFA Club Competitions Match Attacks 2024-25 Kollektion hinzufügt. Wir haben mit diesem fünften und letzten für diese Kollektion erscheinenden Update Mega Multipack also erstmals ein Match Attacks Produkt, was ausschließlich dem Frauenfußball gewidmet ist. Aber da wir auch hier genau wie in den bisherigen Update Mega Multipacks zwei normale Päckchen aus der bisherigen Kollektion drin haben, werden wir hier natürlich auch zahlreiche männliche Fußballer sehen. Ich habe es eben schon angedeutet, der Aufbau ist genau wie bei dem bisherigen Update Mega Multipacks. Wir finden wieder 41 Karten, zwei Päckchen der bisherigen Kollektion mit jeweils 12 Karten und dazu gibt es 16 exklusive Queens of Europe Cards und eine exklusive Queens of Europe Limited Edition. Beides findet man dann nur exklusiv in diesem fünften Update Mega Multipack. In der letzten Saison hat Topps die UEFA Women's Champions League hauptsächlich in der Match Attacks Extra Kollektion verarbeitet. Diesmal kommen die Cards zur Königenklasse des Frauenfußballs, also schon ein bisschen früher. Genau wie bei den bisherigen haben wir auch hier in jedem 10. Update Mega Multipack die Chance auf eine Energy-Karte. Das ist in dem Fall die gerade auch wieder mit dem FIFA The Best Awards ausgezeichnete Weltfußballerin Aitana Bonmatí von Barcelona. Und wenn man ehrlich ist, somit auch diejenige, die man am ehesten auf einer solche besonderen Karte erwartet hätte. Wie gewohnt, der kurze, schnelle Blick auf die Rückseite. Da ist das Ganze aufgebaut wie die anderen Mega Multipacks auch, indem uns die Booster und Megatins aus dieser Kollektion ans Herz gelegt werden. Gibt es ja alle schon hier auf dem Kanal zu sehen, falls ihr euch die noch nicht geholt habt und euch informieren wollt, was da so drin ist. So, und dann können wir eigentlich auch ins Innere starten. Versuche das Ganze hier unten mal aufzuziehen. So, jetzt haben wir es. Und dann ziehen wir mal alles raus, was drin ist. Haben hier wie bei den anderen Update Mega Multipacks die Pappe mit der Übersicht über alle 5 Update Mega Multipacks. Die ersten 4 haben wir uns ja bereits schon angeschaut. Und heute dann die Queens of Europe, bei denen ich eigentlich gedacht habe, ich kann sie euch erst im neuen Jahr zeigen. Steht ja auch dabei. Erhältlich ab Januar 2025. Aber Topps war in dem Fall richtig früh dran. Hat das Ganze jetzt schon an die ersten Händler ausgeliefert, sodass man, wenn man ein bisschen aufmerksam war, sich da jetzt noch vor Weihnachten dieses 5. Update Mega Multipack sichern konnte. Freut mich natürlich, dass ich euch das heute schon zeigen kann. Und wir beginnen, wie ihr es auch kennt, mit den 2 normalen Päckchen. Und hoffen mal, dass Topps uns da zumindest eine der besonders seltenen Cards reingepackt hat. Wir beginnen aber zunächst mit Basekarten. Marusic von Lazio. Dann haben wir auch Solini aus Bologna. Malik Tillman. McCausland. Morata. Luis Openda. Frenkie de Jong. Jakub Kiwior. So, und dann kommen unsere Special-Karten, für die wir einmal umdrehen müssen. Und wir haben zumindest eine 100 Club-Karte mit drin, mit William Saliba von Arsenal. Da sind wir also schon ein bisschen besser unterwegs als beim letzten Update Mega Multipack. Dann haben wir noch Jeremy Frimpong als Man of the Match Signature Style Karte, die allerdings hier oben schon eine ordentliche Macke hat. Aber zum Glück ist er nicht ganz so selten. Da ist das dann auch zu verkraften. Und dann haben wir noch Zlatan Ibrahimovic als Vintage Vibes Legend Karte vom AC Milan. So, jetzt hätte ich fast schon weggepackt, aber wir haben noch eine weitere Special-Karte mit der Captains-Karte von Alexandre Lacazette von Olympique Lyonnais. Das ist also unser erstes Pack. Wir schnappen uns direkt das zweite. Beginnen mit Mykhailo Mudryk von Chelsea, Federico Chiesa, Alphonso Davies, Esri Konsa, Pierre-Emil Heuberg, Gregor Kobel, Ferran Torres, Gabriel Martinelli. So, und dann gucken wir mal, was Topps uns hier reingepackt hat. Die Champion-Karte von Federico Valverde von Real Madrid. Dann haben wir eine Trophy Triumph-Karte von Steven Gerrard von Liverpool. Das Wappen von Bologna. Und zum Abschluss dann auch nochmal eine Captain-Karte mit Willi Orban von Leipzig. Das ist dann diesmal eines der Päckchen, was dem normalen Standard am nächsten kommt. Und jetzt wollen wir uns mal unsere
16 bzw. 17 Karten anschauen, die wir nur in diesem 5. Update Mega Multipack finden. Und los geht's direkt mit dieser wunderschönen Limited Edition Card. Wow! Schaut euch mal den Hintergrund an, wie das funkelt, wenn man das Ganze im Licht bewegt. Richtig starke Limited Edition Card mit Georgia Stanway von den Bayern als Queens of Europe Limited Edition Card. So, und dann haben wir unsere Queens of Europe Update Karten. Und auch die leuchten richtig schön in dem Blau der UEFA Women's Champions League. Und los geht's mit Wandy Renard von Olympique Lyonnais. Dann haben wir Lindsay Hohen, ebenfalls aus Lyon. Nächste Karte mit Mariona Caldente von Arsenal. Wir bleiben in Arsenal und haben Caitlin Ford. Gefolgt von Kadisha Shaw von Manchester City. Dann geht es zu den Bayern und Lena Oberdorf, die hoffentlich in der Rückrunde nach ihrer Verletzung dann wieder angreifen kann. Dann kommt Linda Caicedo von Real Madrid. Nächste Karte mit Sofia Cantore von Juventus. Dann haben wir Gyro Reten von Chelsea. Caroline Graham Hansen von Barcelona. Den aktuell amtierenden Champions. Dan Penny Lader von den Bayern. Gadi Diatou Diani, Olympique Lyonnais. Dann geht es nochmal zu Arsenal und Alessia Russo, englische Nationalspielerin. Bevor es dann mit einer ehemaligen deutschen Nationalspielerin weitergeht, Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg. Dann haben wir Vivian Miedema von Manchester City. Und Mayra Ramirez im Trikot von Chelsea. Das also die 16 Queens of Europe Update-Karten, die optisch, wie ich finde, einen richtig starken Eindruck machen. In diesem wunderbar aufleuchtenden Blau, wenn man das Ganze so ein bisschen im Licht bewegt. Die werden dann optisch nur noch in den Schatten gestellt von dieser wunderschönen Limited Edition Card mit Georgia Stanway. Und ich muss sagen, mit diesem schwarz-gold und diesem in der Mitte aufleuchtenden Hintergrund, für mich eine der schönsten Karten in der diesjährigen Match Attacks Kollektion. Wie ihr das seht und was ihr von diesem Queens of Europe Update Mega Multipack haltet, das packt jetzt gerne unten ins Kommentarfeld. Ich freue mich da wie immer über euer Feedback und natürlich auch, wenn ihr diesen Kanal mit einem Klick auf den Like-Button supportet. Erhältlich ist das Ganze, wie gesagt, jetzt schon bei den ersten deutschen Online-Händlern und Anfang des kommenden Jahres dann sicherlich auch etwas flächendeckender im stationären Handel. Einziger Wermutstropfen in diesem Jahr an diesen Update Mega Multipacks. In allen 5 hatten wir kein Glück bezüglich einer Energy-Karte. Eine hätte ich euch zumindest gerne mal gezeigt. Bedeutet auf der anderen Seite aber, dass wenn hier keine drin war, die Chancen für euch steigen, eine aus euren Packs zu ziehen. Ja, das war wie gesagt dann auch das letzte dieser Update Mega Multipacks. Weiter geht's dann im neuen Jahr mit der Match Attacks Extra Erweiterung, die uns ja dann nochmal deutlich umfangreicher mit neuen Karten zur aktuellen Saison versorgen wird. Das Ganze, wie es aussieht, in diesem Jahr auch deutlich früher als in den Vorjahren. Zumindest wenn Topps da nichts mehr verschiebt, ist das für Großbritannien für die 4. Januarwoche angekündigt. Und das dürfte sich ja dann auch so ungefähr mit dem Termin decken, wann wir die neuen Cards hier in Deutschland erwarten können. Ja, das soll es dann aber auch gewesen sein für dieses Video. Wenn ihr die künftigen hier auf dem Kanal nicht verpassen wollt, schnappt euch noch schnell eins der kostenlosen Kanalabos und dann sehen wir uns auch zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, tschüss.